Good morning, ladies and gentlemen. We have to try this mic out. Is it audible in the last row or the second to last row? How can you ask if it's audible in the last row if they can't hear you? They can't tell you it's not audible. Well, there's no reply, so I guess it isn't. Auch für die deutsche Übersetzung können mich alle verstehen. Ja, weil es ein bisschen laut so. So, besser? Gut. This session is supposed to be about Pihkal and Tihkal, and we were working over the breakfast table this morning. Diese Veranstaltung befasst sich mit den Büchern Pikhal und Tihkal. Und Sie haben sich da im Verlauf des Morgenessens ein paar Gedanken darüber gemacht. Trying to figure out the best way to do this, I think to start with the history of the books is a good idea. Der beste Weg, dieses Thema anzuschneiden, ist mit der Geschichte der Bücher anzufangen. So Sasha and I will start off telling you how we came to write the books, what the politics were at that time. Sie werden anfangen mit einer Beschreibung, warum Sie dieses Buch geschrieben haben und wie die politischen Umstände zu dieser Zeit waren. And then I would like to open it for questions, because that's my favorite. It's Q&A. Anschließend wird es Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, weil dies einer der fruchtbarsten Arten ist, auf das Thema einzugehen. Well, I was involved very early in the research in this area. In the Pihkal, I say it was the Dole Chemical Company, but it's really the Dow Industrial Chemistry Company where I worked. Sasha war zu Beginn bei Dow Chemical angestellt, als begann sich mit diesen Substanzen zu befassen. And I was doing a great deal of psychedelic research there, synthesizing new compounds, finding their human activity. Der hat dort einen beträchtlichen Teil der psychedelischen Forschung bereits durchgeführt und angefangen, aktive Level beim Menschen festzustellen. And all this information, since Dow did not wish to patent it, I put it into the scientific peer-reviewed literature. Und da Dow Chemical sich nicht unbedingt mit dieser Art von Ergebnis brüsten wollte, haben sie es in ein Buch verpackt. And they were becoming a little bit uncomfortable with my publishing human activity in psychedelic drugs, with my return address being the Dow Chemical Company. Und es wurde ihnen unangenehm, als sich herausstellte, dass es Publikationen geben wird über aktive Level im Menschen bei psychedelischen Substanzen von einer Person, die offiziell immer noch bei Dow Chemicals angestellt ist. Please, for a moment, I want to mention that Dow Chemical is a very, very large company in the United States. This has something to do with their discomfort. Und es gibt hier einfach noch zu sagen, dass Dow Chemical eine ziemlich große Firma ist, die beträchtliche Ausmaße hat in Amerika. So I began, at their suggestion, publishing the information using my home address as my return address. Und er hat ihnen vorgeschlagen, das Buch zu veröffentlichen mit seiner eigenen Heimwohnadresse als Quelle. And that is why I decided to build my own laboratory behind the house at home. Und das führte dazu, dass er sich entschlossen hat, sein eigenes Laboratorium hinter dem Haus aufzubauen. So shortly thereafter I left Dow. I went for a couple of years to medical school and then decided to equip this laboratory in a way where I could continue my research there at home. Und nachdem er von Dow Chemicals abgegangen war, hat er zuerst einige Jahre eine medizinische Hochschule besucht und hat dann sich entschlossen, in diesem Labor die Forschungen weiterzuführen. And it was a marvelous thing where you could have your own laboratory. You can sweep it out in the morning if you wish to. You can let it be dirty on the floor if you wish to. It's your laboratory. You may do with it as you wish. Es ist ein großartiger Umstand, sein eigenes Labor zu haben. Wenn es dreckig ist, kann man putzen oder auch nicht, gerade wie es einem passt. Describe it a bit. Describe it? Well, it had a fireplace, which is very nice, so it'd be warm in the winter. Lab benches, I had Let him. Oh. Es gibt einen Kamin, sodass er im Winter auch niemals frieren musste. Had all the very necessary and very inexpensive material, flasks, beakers, test tubes, pipettes, were easily obtained, easily bought.
Und er konnte einfach sich die günstigeren Laboreinrichtungsgegenstände, die Erlmeiner-Kolben oder Reagenzgläser anschaffen. And the only machinery I had there was a Kugelrohr and a vacuum pump and a rotary evaporator. Und die einzigen teureren Geräte, die er dort hatte, waren Vakuum-Evaporatoren. So this was my center for my research for quite a while. And to assure that there would be no conflict with the government, I got at that time, it was called the Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs, a license. Und dass er nicht in Konflikt mit dem Gesetz gerate, hat er sich deshalb vorrangig eine Lizenz bei der amerikanischen Drogenbehörde verschafft, um mit diesen Substanzen arbeiten zu dürfen. Actually, 2 licenses. It was a license to do research and a license to do analysis of illegal drugs. Es handelt sich im Spezifischen um 2 Berechtigungen. Die eine um Substanzen herzustellen und zu besitzen und die zweite, um sie zu analysieren. Which was fine. It turned out, though, the license to do research required, as they developed from transition from the narcotics drug situation into the Drug Enforcement Administration, the license, they said to maintain a research license, you had to submit your research plans for approval. Um eine solche Berechtigung zu erhalten, musste man die Pläne einreichen bei der amerikanischen Drogenbehörde, mit was für Substanzen und mit was für einem Grund man an diese Forschung herantreten wolle. And I'm not of the spirit or the kind who wants approval for doing what I wish to do in research. Und er ist nicht der Typ Mensch, der sich normalerweise wünscht, eine Berechtigung und eine Erlaubnis zu bekommen für die Art Arbeit, die er ausführt. So I gave the license back. I have no reason to having a research license. I'll do my own research on materials that are not illegal. Also hat er die Forschungslizenz zurückgegeben, weil er sich in dem Fall lieber mit Substanzen beschäftigte, die schlicht und einfach noch nicht illegal waren. And I kept publishing from my home address, in things like Nature and Journal Medicinal Chemistry, Journal Pharmacy Pharmacology in England, articles about the synthesis of new materials and their human activity. Und er hat so angefangen, in wissenschaftlichen Papers wie dem Science zum Beispiel seine Forschungsarbeiten zu veröffentlichen. This was fine, but as things progressed and more and more publicity was made that was contrary to psychedelic drugs and to individual research in this area, I got into some difficulty in getting published. Aber als sich das politische Klima gegenüber psychedelischen Substanzen ein wenig ins Negative veränderte, wurde es schwieriger und schwieriger, diese Dinge zu veröffentlichen. The first real objections was from the Pharmacy and Pharmacology Journal in England. Und eine der ersten Zurückweisungen kam von einem Pharmakologie-Paper oder einem Pharmakologie-Journal in England. Apparently, the editors of the journal had legal advice. Offenbar wurde den Verlegern ein rechtlicher Hinweis gegeben. And the advice was they really couldn't publish my work unless it had been approved by a research board approval. I forget the name of it, but it's some 3-letter job, a research approval. That's it. What is it? Institutional Research Board. That's Institutional Research Board. That's right. Thank you. Und der Hinweis war, dass diese Arbeiten nicht veröffentlicht werden konnten, solange sie nicht von einer Forschungsgemeinde abgesegnet wurden. Well, we have a research group. We confirm the activity of compounds in a group of 10 or 12 people. And so I appointed a physician there and a lawyer there and a psychiatrist there to form an internal research approval group. And we would have approval of our research by an internal research approval group. Er hat also aus den Personen, aus denen sich seine private Forschungs- und Lebensgemeinschaft zusammensetzte, einzelne Personen herausgesucht und aus diesen diese Forschungsgemeinde zusammengesetzt, die dann das Präparat und die Ergebnisse verifizierten. This was all right for a couple of years, and then it turned out that the lawyers recommended to the editors that it be an academic research group. Dies ging einige Jahre gut, bis die Anwälte des Papers darauf hinwiesen, dass das eigentlich eine akademische Forschungsgruppe sein sollte. And
this became awkward because we couldn't find a university who would allow us to use their name. Und es wurde schwierig, weil sie keine Universität fanden, die ihnen erlaubt hat, den Namen der Universität für diese Art von Arbeit zu benutzen. So in short, it became increasingly difficult to make the discoveries, the information we had created publicly available. Es wurde also zunehmend schwieriger, die Informationen, die sie herausgefunden haben, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So, why not put it in a book? Also kam die Idee auf, warum das Ganze nicht in einem Buch zu verpacken. So we devised the concept of a book Pikhal for phenethylamines I have known and loved. Also das Konzept war, ein Buch zu schreiben unter dem Titel Pihkal, Phenethylamine, die ich gekannt und geliebt habe. And contacted a very, very dear friend of ours in Los Angeles who was a author and a publisher of this type of book. Und er kontaktierte einen guten Freund von ihm, der diese Art von Büchern verlegen konnte. His name, man? It was Jeremy Tarcher. Jeremy Tarcher. And he'd already published, was it Tim Leary's? Tim Leary, a book on Tim Leary. Yeah, he was interested in that whole area. Es handelt sich um einen Verleger, Timothy Archer, der bereits Bücher von Timothy Leary auch aufgelegt hatte. And so we sent him a copy of the book, and he read it, and complimented us very, very nicely on it. He said it was a good book. Haben ihm eine Kopie zugestellt, er hat sie gelesen und mit seinen Glückwünschen wieder an sie zurückgesandt. But he also said because of its content, no publisher would accept it. Aber er sagte auch, aufgrund des Inhalts des Buches würde kein Verleger der Auflage zustimmen. So he said it was too political. That was his word. Die exakten Worte waren, es sei politisch zu brisant, um dies zu veröffentlichen. So we said, what the heck? We'll form a press. We'll call it Transform Press. The name appealed to me for obscure reasons. Also haben sie einen eigenen Presseverlag gegründet unter dem Namen Transform Press. And we found that a lot of the people, the groups who publish magazines or books are editors, but not printers. Sie haben festgestellt, dass die meisten Personen, die solche Bücher auflegen, sind im Prinzip Lektoren und keine Drucker. Some of the biggest publishing houses are editing houses, and they send their books to one of 3 or 4 large places that just do the printing and no editing. Und die meisten senden diese Bücher einfach direkt zurück, ohne sie zu editieren. And we contacted one of these and said, if we sent you a typeset proofed text of a few hundred or 1,000 pages of a book, could you print it for us? Und sie haben einem solchen Verlag also dieses Buch zugeschickt und gefragt, ob sie dies auflegen könnten. And they said, yes, if you pay us. And we said, okay. Und dieser Verlag hat effektiv gesagt, ja, wenn Sie bezahlen, dann machen wir dies. And so we put this all together and sent it out to be printed. We asked them to make it into what do you call it, a spine-free paperback, a paperback edition. Perfect bound. What? Perfect bound. Perfect bound? Perfect bound? Nothing's perfect. Not spiral. Also haben sie das Buch dann als Paperback-Auflage aufgelegt, das heißt ohne Hardcover. And they said, how many copies do you want? And we hadn't the foggiest idea how many copies we wanted. Als sie angefragt wurden, wie viele Exemplare dann gedruckt werden sollten, hatten sie keine Ahnung, auf was sie sich jetzt da einlassen sollten. When you do get a book into that thing, it is this much to do the printing, and then this much per copy. So the more copies you get, the cost does not go up proportionate to the number of copies. Also es gibt Fixkosten bei einem Buch, die für jedes zusätzliche Exemplar, die Gesamtkosten werden nicht wirklich größer, dadurch, dass die Fixkosten den größten Teil der Kosten ausmachen. And we really had no idea, would we sell 2 or 20 or 2,000? We did not know. Sie hatten keine Ahnung, ob sie 20 Exemplare oder 2000 Exemplare verkaufen würden. Again, we had to find out that we do not have to open a bookstore, but there is a whole operation of assigning books to distributors who in turn find markets for them. Und als Alternative einen eigenen Buchladen aufzumachen, dieses Buch zu vertreiben, hatten sie die Möglichkeit gewählt, dieses Distributoren zuzusenden, die dann ihrerseits für den Verlag die Auslage in den Buchhandlungen sorgen werden. And it's even more complicated than that in that we didn't know who the distributors are, so you have to go to people who store the books and then give them to distributors who then send the books out from over here and then they tell you how much money you're going to get.
Aber da Sie selbst keine Distributoren kannten, mussten Sie zu einem Buchladen gehen, dort anfragen nach die Adressen von Distributoren, über diese Distributoren dann das Buch wieder zurück in den Buchladen zu legen. And then there's something called fulfillment. Fulfillment? Fulfillment. Oh yeah, that operation's called fulfillment, which is an unbelievable term. It's a company. Wait, hold it. Fulfillment. Diese Operation nennt sich Erfüllung. It's a place where you store books. They store books for you. No rats, no mice, no insects, clean, and they have cases of books. Also es gibt einen Ort, wo Sie diese Bücher aufbewahren können, nachdem sie gedruckt werden, ohne Mäuse, ohne Ratteln, wo sie schön aufbewahrt werden in Kisten. So we had the printer, when the books were printed up, send them to the fulfillment. Als diese Bücher gedruckt wurden, konnten Sie diese einlagern. And then Anne's daughter, Wendy, bless her heart, became the person who would contact fulfillment and place orders, send 10 copies to so-and-so and 3 copies to so-and-so. Und die Tochter von Anne Shulgin wurde beauftragt, dann diesem Lagerinstitution den Auftrag zu erteilen, diese Bücher an spezifische Personen zu versenden. But the fulfillment does not handle a penny of money. They merely put stamps on things to send them out and send orders to us. Aber diese Institution, die die Bücher aufbewahrt hat, hat im Prinzip nichts anderes gemacht, als einfach nur die Briefmarken auf die Päckchen geklebt, um sie dann zu versenden. So she had to send out all the invoices to the ultimate buyers. It was a complex picture, a book in itself, I think. Also mussten sämtliche Rechnungen direkt von ihrer Adresse ausgestellt werden, weil die Lagerinstitution effektiv nur mit dem Versand beschäftigt war. This is more than you ever wanted to know about self-publishing. Das ging ziemlich ins Detail jetzt. But you had asked about Pihkal and Tihkal, so this is really part of the story. Aber da es hier um Pihkal und Tihkal geht, ist es ein integraler Bestandteil der Geschichte der Entstehung dieser Bücher. I can't remember how much the first printing was. I believe it was something in the order of 5,000 copies, which we thought might be enough for a short while, or it might be more than we'd ever need. We did not know. Also in einer ersten Auflage haben sie ungefähr 5.000 Exemplare des Buches aufgelegt, weil sie nicht wussten, ob sie diese überhaupt verkaufen werden. And the next thing we realized is the 5,000 copies had been sold, so we got a second printing of 20,000 copies. Und diese 5.000 Exemplare haben sich sehr schnell verkauft und sie haben dann eine zweite Auflage von 20.000 Exemplaren nochmal auflegen lassen. And indeed, it's now in its 5th printing, and it's still selling at a steady pace. Und es verkauft sich immer noch blendend in den Vereinigten Staaten. Anne, you want to go into the 4 years, the beginning of the invasion, which is a consequence of that printing? Yeah, people often ask us when we had published Pihkal, the first book, were we worried or frightened about what might happen? Sie wurden oft gefragt, nachdem Pihkal aufgelegt wurde, ob sie nicht Angst hatten, dass da jetzt irgendwelche negativen Konsequenzen auf sie zukämen. And I remember after a long day, both of us lying in beds speculating. Und sie erinnern sich daran, dass sie beide nach einem langen Tag im Bett gelegen haben und über diesen Umstand spekulierten. We do other things than speculate. Sie machen auch anderes im Schlafzimmer, als zu spekulieren. We had a vague picture in our minds. Sie hatten ein vages Bild in ihrem Kopf of masked intruders in the night. Von maskierten Eindringlingen, die in der Nacht kommen würden. Breaking into the laboratory with baseball bats. Die in das Labor einbrechen würden mit Baseballschlägern. That was probably the most paranoid picture. Das sei wahrscheinlich das paranoideste Bild gewesen und die meiste Sorge, die sie sich gemacht haben. But at the same time, the first people we had sent copies to. Aber zur selben Zeit haben die ersten Personen, denen sie Kopien des Buches zugesandt haben, were people we knew in the DEA, the chemists in particular. Diese Personen waren Mitarbeiter der amerikanischen Drogenbehörde. So we felt that there was a possibility. Also haben sie gedacht, es gäbe eine Möglichkeit, that the DEA would find this so interesting and even perhaps useful in some way. Sie haben sich gedacht, dass die Drogenbehörde dies im Prinzip eigentlich interessant finden würde und nicht bedrohlich.
as a source of information. Als eine Informationsquelle. That maybe they wouldn't be too angry with us. Dass sie dachte, da aufgrund der Information, die ihnen zur Verfügung gestellt wurde, wären sie nicht zu wütend auf sie. It didn't quite work out that way, though. Wurde leider nicht ganz so. Because I still had not a research, but a possession, a Schedule I drug analytical license from the DEA. Er hatte immer noch diese Lizenz, um Drogen zu bearbeiten, die der höchsten Klasse angehören. And just when a few years had gone by, I think 2 or 3, since the publication of the book, und nachdem ungefähr 2 oder 3 Jahre nach der Publikation des Buches vergangen waren, apparently the book reached the top levels of the DEA in Washington. wurde das Buch bei der amerikanischen Drogenbehörde bis in die obersten Etagen weitergereicht. And they reacted. Und sie haben reagiert. Their reaction is what we call the day of the invasion. Und diese Reaktion nennen sie den Tag der Invasion. Which became the first chapter of the second book. Und dieses ist beschrieben im ersten Kapitel des zweiten Buches, Tihkal. It was a very interesting experience and we learned a great deal very fast. Es war eine sehr interessante Erfahrung und sie haben sehr schnell sehr viel gelernt. They wanted that controlled substance analytical license back. Und sie wollten diese Lizenz zurück, um kontrollierte und verbotene Substanzen zu bearbeiten. But they couldn't demand it back and grab it because I hadn't done anything naughty. Sie konnten es nicht einfach von der Wand reißen, weil er im Prinzip nichts Rechtswidriges getan hat. So they snooped around and they found by my infrared machine in basement 4, in the back room. Yeah. I had an infrared spectrophotometer. Und er hatte einen Infrarotspektrometer im Hinterzimmer. Mm-hmm. And lying around the infrared machine were something like 50 capsules and pills that I was going to run an infrared on to see what they were. Und in diesem Raum mit dem Infraspektrometer lagen ungefähr 50 Kapseln und Pillen herum, die er analysieren wollte, um den Inhalt festzustellen. And they said, from whom did these come? Tell us their origins. Und sie fragten, von wem kommen diese Kapseln und diese Präparate? Wer hat sie gesandt? I had no idea. I kept no record. I just collect. People gave me pills. These are being sold. What are they? And I get information, but I don't know to whom to give the information. Und er hatte keine Ahnung, weil die meisten Personen ihnen einfach diese Präparate geben, um sie auf ihre Reinheit zu prüfen, aber die Information dann nicht zurückgegeben werden kann. In fact, Sasha really resented the fact that people sent him these things because it was impossible to handle. Er hatte es nicht gern, wenn ihm Personen solche Präparate zur Untersuchung gegeben haben, weil es ihm selber nichts gebracht hat. Each person who sent an anonymous sample thought he was the only one sending a sample to Sasha. Und die meisten Präparate wurden anonym gesandt. So here were 30 or 50, I forget how many pills, and they said, or capsules, things, and they said, you mean every one of these might be a Schedule I drug? Und sie haben gesagt, im Prinzip könnte jedes dieser 40 Kapseln und Pillen eine Droge beinhalten, die der höchsten oder der verbotensten Klasse angehört. And I said, I don't know, I haven't analyzed it yet. Und er hat geantwortet, er kann es ja nicht wissen, er hat sie noch nicht analysiert. But they said, if it is a Schedule I drug and you don't know its origin, then you are the vehicle carrying a Schedule I drug. Und wenn es sich effektiv um Substanzen der höchsten Klasse handelte, dann wäre er der Überbringer dieser Substanzen. I said, yes, but I have an analytical license in my laboratory to do that. Und er sagte, ja, aber ich habe eine Lizenz, um Analysen mit diesen Substanzen durchzuführen im Laboratorium. And they said, not for long. Sagten nicht mehr lange. The argument was, now every transportation of an illegal material is potentially a $35,000 or $25,000 fine. Also es handelt sich bei jedem Transport einer illegalen Substanz um ein Verbrechen, das eine Buße von ungefähr 25.000 bis 35.000 Dollar nach sich ziehen würde. And so I multiplied 25,000 times 30 or 50, and I saw this could be a very awkward time. Also hat er die 25.000 Dollar mal die 50 Präparate multipliziert und hat festgestellt, das könnte noch bitter werden. And so they said, very simple solution. All you do is to give us
volunteer back your scheduled drug analytical license. Und sie haben gesagt, als Angebot, um hier nicht zu machen, wir werden ein Auge zudrücken, wenn die Lizenz zurückgeben wird. Promise not to accept any more anonymous pills. Der musste versprechen, keine Pillen mehr von anonymen Personen anzunehmen. And pay us a fine of $25,000. Und eine Strafe von $25 auch noch bezahlen. Well, this was a beginning of the end of my relationship with the DEA. Das war der Beginn des Endes seiner Beziehung zu der amerikanischen Drogenbehörde. I had no $25,000 to give. I gave him the license. That was simple. Er hatte keine $25.000 ihnen zu geben, aber er musste ihnen die Lizenz abgeben. And a dear friend of mine started a collecting, what do you call it, a fund to raise the $25,000. Yeah. Und ein Freund von ihnen hat eine Sammlung eingerichtet, um diese $25.000 aufzubringen. And to my amazement, within a month we had that amount of money, and we paid the fine and told him to stop collecting money. Und innerhalb eines Monates hatten sie effektiv diesen Betrag zusammen und mussten bitten, jetzt aufhören zu spenden, weil sie jetzt wirklich genug haben. There was actually a good side to this. Es gibt ein gutes Zitat dazu. Because while Sasha had a license from the DEA, Während Sasha eine Lizenz von der Drogenbehörde hatte, the DEA had the right to come in at any time to his laboratory. Hatte die Drogenbehörde Berechtigung, zu jeder Zeit das Labor einzusehen. Without notice, if they wish to do so. Ohne vorher sich anzumelden. And inspect, look at everything. Und alles anzusehen und sämtliche Dinge zu inspektieren. But once he gave his license back, that their right to do that stopped. Aber sobald er die Lizenz zurückgegeben hat, ist diese Berechtigung erloschen. So at this point, I think that they have to have cause, official legal cause. Subpoena of some kind to do it. All right, yeah. They have to have a legal subpoena or a legal warrant. Sie brauchten ab diesem Moment, da die Lizenz nicht mehr vorhanden war, brauchten sie offiziell einen Durchsuchungsbefehl, um dann das Labor anzusehen. And they can no longer simply appear at our door and demand that we open it. Und konnten nicht mehr einfach vor der Türe stehen, klingeln und sagen, so, wir kommen jetzt das Labor anzusehen. There was another positive outgrowth of this also. Es gibt einen anderen Vorteil, der auch noch aus diesem Umstand entstanden ist. It inspired us to write the second book, Tihkal. Sie wurden dadurch inspiriert, das zweite Buch Tihkal zu schreiben, durch diese Invasion. So that is kind of the history of our getting into these books. Und das ist mehr oder weniger die Geschichte, warum sie diese Bücher geschrieben haben und wie sie dazu gekommen sind, diese Bücher zu veröffentlichen. The attitude of the DEA toward Sasha is something we have heard about over the years. Und die Einstellung der Drogenbehörde sei eine Einstellung, die sie ab und zu schon gehört haben in den vergangenen Jahren. A friend of ours overheard one of the top officials in the DEA. Ein Freund von ihnen hat einen der hohen Funktionäre der Drogenbehörde zufällig zuhören können bei einem Gespräch. Expressing a strong desire for Sasha to drop dead pretty soon. Dieses Gespräch drückte ein starkes Begehren aus, dass Sasha tot umfallen möge. But I'm sure he was just in a bad mood. Aber sie denkt, es war nur eine schlechte Stimmung, hoffentlich, wahrscheinlich. Should I tell about the Coventry? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. There is a chapter in the third book. We have Pihkal, Tihkal, and down the line there will be a third book, which I was going to name Quikal. And Anne said, no way whatsoever, we'll make it called the third book. Sie wollten ein drittes Buch schreiben, das nach Pihkal und Tihkal Pihkal genannt worden sollte, aber Anne sagte einfach, nee, wir nennen es das dritte Buch. And in this, this will be a continuation of the first two. Es wird sich eine Fortsetzung der ersten beiden Bücher handeln. And one of the chapters I wrote I may have said this yesterday, but I don't think I did. One of the chapters I wrote for the third book was called Coventry. You didn't mention it. I did not. Eines der Bücher, eines der Kapitel des neuen Buches, das er schreibt, nennt sich Coventry. Coventry. And there is a phrase, being sent to Coventry.
Und es wird ein Satz geschickt. In the United States, no one knows the phrase. It's totally unknown. 99% of the people have never heard of the phrase. In den Vereinigten Staaten kennen die wenigsten diesen Satz. But in England, 99% of the people know the phrase. Aber in England kennen 99% der Menschen diesen Satz. And being sent to Coventry, it was from the time of George something or other, who was a Catholic and king of England. Um nach Coventry geschickt zu werden, ist ein Satz, eine Aussprache, das in England benutzt wird. Who was established war against the Protestants of England. This was a religious thing. Ja. Es handelt sich um einen Ausspruch, der historisch begründet ist. König George wurde nach Coventry geschickt. And all the Protestant soldiers, on seizing Catholic soldiers of the royalty, didn't really want to kill them because it wasn't very ethical in the Christian way. Und damals, als dieser Umstand war, wollten die Soldaten... Your problem. Okay. And so what they did, there was a very, very strongly Protestant city known as Coventry, and they would be sent to Coventry. Also die Protestanten wurden zu dieser Zeit in England in diese Stadt Coventry geschickt, um sie dort zu sammeln. And in Coventry, they were so anti-Catholic that the prisoners would not be talked to. Und in diesem Coventry war man so antikatholisch eingestellt, dass mit den Gefangenen nicht mal geredet wurde. And if the prisoners talked to anyone, they couldn't be heard. Aber da die Gefangenen mit jemandem sprachen, konnten sie nicht gehört werden. So in essence, it's a sort of Isolation. Total isolation from any communication with other humans. Es handelt sich also hier bei diesem Ausspruch oder bei dieser Redewendung um eine totale Isolation, abgeschottet zu sein, nicht kommunizieren zu können. Should I go? I'll go into the Canadian thing, I think. It'd be worth. Yeah. Okay. About 2 years ago, I was asked by the head of the Canadian counterpart of the American DEA. Vor einigen Jahren wurde er vom kanadischen Gegenstück der amerikanischen Drogenbehörde angefragt. A person by the name of Lang, who was editing a book on hallucinogenic drugs. Eine Person namens Lang, die sich mit einem Buch über psychoaktive Substanzen befasste. And he asked if I would write a chapter reviewing the chemistry. I said, of course, and I wrote an 80-page chapter for him. Und er fragte ihn an, ob Sasha ein Kapitel über die Chemie schreiben könnte, und er hat ein 80-seitiges Kapitel geschrieben. Which he found to be excellent, and he put it in the book. It's been published, academic press, and so that's a closed chapter, I thought. Und dieses Buch wurde veröffentlicht. Es handelt sich um eine wissenschaftliche Publikation. But he contacted me and said, I wish to thank you very much. He said, are you familiar, I think you're familiar with a group known as Click. Und obwohl das eigentlich eine abgeschlossene Sache sein sollte, wurde er danach trotzdem angefragt, ob er eine Gruppe namens Click kenne. And Click, C-L-I-C, is for Clandestine Laboratory Investigating Chemists. Und dies ist eine Abkürzung von Clandestine Laboratory Investigating Chemists. Also clandestine Laboratoruntersuchungen durchzuführen. Well, they're not investigating chemists, they are chemists who are investigating. Also es handelt sich nicht um Substanzen, die chemisch analysiert werden, sondern um Chemiker, die analysieren. And he said, I happen to be the president this year. Und er sagte, er sei der Präsident dieser Vereinigung dieses Jahr. And he said, you know, they are in a difficult place because none of the authorities in Washington will attend their meetings. Und sie befinden sich an einem schwierigen Ort der Planung, weil niemand von Washington diesem Treffen beiwohnen wolle. And I said, why is that? He said, that's because you are a member. Und er fragte, warum sei das? Und die Antwort war, weil Sasha ein Mitglied sei. And one of my very best friends is a chemist for the DEA, and he's the founder of this group, and he invited me to be a member under my research institute name, which is ASRI. Und ein guter Freund von Sasha hat dies gegründet und hat ihn gefragt, ob er Mitglied werden wolle. I said, if I'm in any way bothering him or making him embarrassed, I will resign my membership. Und er hat gesagt, wenn er diesen Kollegen im Prinzip damit belästigen oder hindern würde mit seiner Mitgliedschaft, dann würde er sich zurückziehen. And he said, thank you, I accept your resignation. Und er sagte, danke, ich akzeptiere den Rückzug. He said, now that you've resigned, I can tell you one more thing. Er sagte, jetzt, da du dich zurückgezogen hast aus dieser Organisation, kann ich dir etwas mehr noch sagen. Your name has been
is well known amongst the chemists in the DEA. There must be, I don't know, thousands of chemists. Also Saschas Name war sehr bekannt unter den Chemikern bei der Drogenbehörde. Es muss mehr als 1000 Chemiker dort geben. And they have been told that they cannot contact me. Und ihnen wurde gesagt, sie dürfen Sasha nicht kontaktieren. And if I contact them, they have to tell their boss in Washington. Und wenn Sasha sie kontaktieren würde, müssen sie ihrem Boss in Washington einen Report geben. Namely, all these chemists in the DEA have been put in Coventry. Also alle diese Chemiker von der Drogenbehörde wurden nach Coventry quasi geschickt, also isoliert. That's not the way they saw it, of course. Das war nicht so, wie sie es selbst empfunden haben, aber es lief darauf hinaus. So sadly, I have lost contact with my friends in the DEA. I don't dare embarrass them or put them in a compromised position by contacting them. Und er wollte seine Kollegen bei der Drogenbehörde nicht in Verlegenheit bringen, indem er sie kontaktierte. And this is the stuff of a chapter in the third book called Coventry. Und dies ist der Inhalt des Kapitels des dritten Buches, das sich Coventry nennt. And this is very much resented by most of the chemists in the DEA. Und dies wurde sehr stark bedauert von den meisten Chemikern bei der Drogenbehörde. Because they are not political people, they are chemists. Weil es sich nicht um politisch engagierte Personen handelt, es sind Chemiker. And they always enjoyed hearing Sasha give a lecture. Und sie haben sich immer gefreut, wenn sie Sascha bei einem Vortrag zuhören könnten. I'm a little bit manic and honest. Nur ehrlich. Yes. The chemistry in itself is fascinating to chemists. Die chemischen Begriffe sind für Chemiker höchst faszinierend, im Begriff der psychoaktiven Substanzen. And being cut off, being not allowed to attend anything that Sasha was at. Und dadurch, dass sie abgeschnitten wurden von sämtlichen Veranstaltungen, die Sasha durchführte, was very disturbing to them, and they were very angry about it. Dieser Umstand hat sie sehr verstört und sie waren wütend darüber. But they needed their jobs. Aber sie brauchten ihre Jobs. And so that isolation of Sasha, which is actually the isolation of the DEA chemists. Und diese Isolation von Sasha, die aber faktisch darauf hinauslief, dass sie nicht Sasha, sondern die Drogenbehörden Chemiker isoliert haben, continues to this day. Die hält sich bis heute an. An interesting anecdote that fits in the same picture is my return from Palenque about, 5 years ago, perhaps 8 years ago. No, close to 5. 5. Also eine weitere Anekdote, die in dieses Kapitel passt, ist seine Rückkehr von Palenque. I had been asked before I went to Mexico by the people in the American Academy of Forensic Sciences. Er wurde gefragt, bevor er nach Mexiko ging, durch die Amerikaner, if I would give a plenary address at the San Francisco International Meeting of the Academy. Ob er eine Ansprache halten würde an einem Treffen, an einem Kongress in San Francisco. And they said nothing drug-wise, nothing sexy, just a technical, scientific address. Und sie wollten keine drogeninduzierte Ansprache, keine sexy Ansprache, sondern eine rein technische, trockene. And so I said, certainly, I'll give an address on the interpretation of the fragmentation of tryptamines by GCMS. Und er wurde, also in dem Fall gab er eine Ansprache über die Synthesemöglichkeiten von Tryptamin. Simple things such as if it's N-substituted, the fragment is parent plus 6161, or it's 130 and 131. If it's unsubstituted, unless it's monosubstituted or disubstituted, which there is not a thing. No. Never mind. And apparently I was told by a friend of mine that when I returned that the DEA had sent 2 people to the secretary who's the program chairman of this group. Er hat herausgefunden, dass die Drogenbehörde 2 Spitzen geschickt hat zu den Organisatoren dieser Kongress. And they told her that I should be disinvited because my appearance would be an embarrassment to the academy. Und diese Personen haben dem Organisationskomitee mitgeteilt, dass man Sascha ausladen möge, weil er eine Enttäuschung und eine Enttäuschung sei. And they said this is because I was an indicted felon. Ein Indicted? There's no meaning to it. Ah, okay, weil er ein Luftschlossbauer sei. I mean, to be a felon means you've been convicted of felony.
Das bedeutet, dass er sich eines Verbrechens schuldig mache. And if you're indicted, you have not yet been convicted. Aber er wurde einfach noch nicht verurteilt. Das heißt, er sei eines Verbrechens schuldig, das man noch nicht definiert habe. So there's no meaning to being an indicted felon. Also gibt es im Prinzip eigentlich keinen Umstand, der das rechtfertigen würde. Anyway, she said, look, he's in the program, he's going to speak, and that's settled. Also sagte er ist im Programm, er wird sprechen, es ist auf Stein gemeißelt. And I was told by a very good friend of mine who knows what goes on in the DEA, and he is one of my sources of information. Und ein guter Freund von ihm, der Drogenbehörde, der weiß, was läuft, konnte ihm eine Information geben. That the verbal word went out to all chemists in the DEA. Das ist das gesprochene Wort. That it didn't matter if they're at the meeting at their own expense or at company expense. Es ging nicht darum, ob es auf eigene Kosten oder auf Kosten einer Firma wäre. Or at their own time or on company time. Ob es auf ihre eigene Freizeit oder auf Arbeitszeit gehe. That anyone who attended my lecture would be fired. Dass jeder, der dieser Veranstaltung beiwohne, dieser Ansprache, würde umgehend entlassen werden aus der Drogenbehörde. And I noticed that a number of my friends who I knew were there did not attend my lecture. Und einige seiner Freunde, die effektiv am Kongress waren, konnten deshalb leider dieser Ansprache nicht beiwohnen. There's another little unit from the chapter known as Coventry. Das ist ein weiterer kleiner Auszug aus diesem Kapitel Coventry. And anybody here who is an informant for the DEA, please let them know that I'm aware of all these things. Und jeder hier, der ein Informant für die Drogenbehörde Jeder hier, der ein Informant für die Drogenbehörde sei, soll sich dessen bewusst werden, dass er sich diesem immer noch bewusst ist. This made me both amused and very uncomfortable. It was amusing because they accomplished nothing. Es hat sie amüsiert, aber auch wütend gemacht. Amüsiert, weil sie nichts erreicht haben. But I felt uncomfortable because it indicated a certain state of mind. Aber auch beunruhigt, weil es einen bestimmten Gedankenzustand darstellt, eine bestimmte Einstellung. And that state of mind in an official of the government. Und diese Einstellung war das als ein Offizieller der Regierung. Is rather threatening. Ist eher beängstigend. Their state of mind might be described as malicious. Und diese Einstellung, die von diesen Offiziellen der Regierung ausgeht, kann eher als schlechtwollend bezeichnet werden. And very resentful. Und ist sehr von negativen Emotionen besetzt. And one does not really want to have a government agency feeling malicious and resentful against you. Und man kann sich vorstellen, dass es angenehmere Dinge gibt, als eine offizielle Regierungsbehörde vorzufinden, die einem gegenüber ein gewisses Schlechtwollen ausdrückt. So even though we laugh about this, und trotzdem sie dies lieben, it is a very sad thing to have happened. Trotzdem, dass sie darüber lachen, ist dies ein sehr trauriger Umstand. I think maybe would questions be appropriate? Would We questions be would love appropriate to at this have point? questions. We don't know what is there, where the interests are Yeah. in the books. Josh? Third book. Book 3. Books. When? When? When is the third book going to be released? Well, I think we've both written several chapters for it, and a little bit of the second half, the recipes and commentary. Sie haben schon einen beträchtlichen Teil des Buches geschrieben. But I have been quite a bit diverted from it by this psychedelic index I talked about yesterday. Und obwohl Sie sich schon an den Syntheseanleitungen für den zweiten Teil befanden, wurde er abgelenkt durch diesen psychedelischen Index, der er zurzeit schreibt. Also, at our age and also because we are very, very busy, Und auch in Ihrem Alter, dadurch, dass Sie immer noch sehr beschäftigt sind, there has been less experimenting sessions than there used to be. gab es weniger Experimentierversuche, als es früher gab. But perhaps if we would stop coming to beautiful places like Basel, Aber wenn Sie vielleicht aufhören würden, an schöne Orte wie Basel zu kommen and continue to sit at our computers a little longer,
und länger zu Hause an ihren Computern sitzen würden or get in the laboratory a little bit more, und mehr im Labor arbeiten würden, we would get the third book done würden sie das dritte Buch bald fertigstellen können. as soon as possible, in other Bald words. wie möglich. There's another book that is annoying to me, and I have promised myself to write it. Er ist im Moment an einem weiteren Buch, das ihn ein wenig belästigt, aber er sich versprochen hat, das zu schreiben. It's a book that I want to co-author with my friend Peyton Jacob. Ein Buch, das er nach seinem Freund benennen wollte. Peyton Jacob. Ein Autor namens Peyton Jacob. It's a book that's called FOC, Das Buch nennt sich FOC. which stands for Far Out Chemistry. Es steht für Far Out Chemistry, also abgespacede Chemie. I found myself more and more often, this is over the last 40 years approximately, Und er hat sich immer mehr damit eingefühlt für die letzten 40 Jahre. that when I go through a chemical journal and I open the page and I see a dirty picture, I call these chemical structures dirty pictures. Immer wenn er ein Journal öffnet und dort eine Strukturformel sieht And I look at the structure and I say, far out. und er die Strukturformel ansieht und sagt, dies ist unglaublich. I have a suitcase in the back room Er hat einen Koffer in seinem Hinterzimmer, in which I will make a copy of that page and put the copy in the suitcase. er wird eine Kopie von dieser Seite anfertigen und sie in diesen Koffer legen. Yeah. And so my dream is having a book co-authored with Peyton, Und sein Traum ist es, ein Buch zu haben, dessen Co-Autor dieser Peyton ist. and the title of the book would be FOC, Far Out Chemistry, Und der Titel des Buches sei Unglaubliche Chemie. and by Peyton and Sasha. Von den Autoren Peyton und Sasha. Yeah, that's right. And the dream I had was going to an ACS meeting. This is American Chemical Society, a great big meeting twice a year. Der Traum, der er hat, ist, zu einem großen amerikanischen Treffen der Chemiker zu gehen. And you get a card table for, I know, some amount of money that you can sell things at to the people who are at the meeting. Und man bekommt dort einen Stand, an welchem man Dinge verkaufen kann. And just put out 100, 200, 5,000 copies of this FOC book. Und er hat vor, dort einfach 500 bis 1000 Kopien dieses unglaubliche Chemie-Buches aufzulegen. And have a sign overhead that said, pick up a book and open at a random page. Und ein Schild darüber anzubringen, auf welchem steht, man solle ein Buch nehmen und es auf einer zufälligen Seite öffnen. And if you don't say to yourself, far out, Und wenn man dann nicht sagt, unglaublich, close the book and go on. dann soll man das Buch zumachen und weitergehen. Now, the difficulty is I have this suitcase that is bulging full with 40 years of far out Xeroxes. Er hat diesen im Koffer und im Hinterzimmer, den sich seit 40 Jahren diese Strukturen ansammeln. And I just like to finish that someday, but I don't know when. Der würde auch dies gerne endlich mal fertigstellen, aber er weiß einfach nicht wann. And that answers your question. It's known as so much to do and so little time. Man kennt das auch unter dem Begriff so viel zu tun und so wenig Zeit. Okay, next question. That's far left. Have you ever considered doing research on salvinorenes in the same way you research phenethylamines and tryptamines? So we could maybe expect a book Pihkal, salvinorenes, blah, blah. Die Frage war, ob es Bestrebungen gibt, mit Salvorin Forschungen anzustellen, wie er sie Is mit it Tryptaminen. Salvia divinorum? Ja, Ah, mit Yes. Untersuchungen mit Quite interesting swapping molecules around salvinorene. the whole area of Salvia divinorum has a bit of history that involves Hofmann. Also die Geschichte von Salvia divinorum, es war die Frage, ob sie sich mit Salvia divinorum auch beschäftigen würde. Die Salvia divinorum Geschichte hat einen Bezug zu Albert Hofmann. Many years ago, I'd say probably about 1960 or a little bit earlier, Ungefähr um 1960 oder sogar noch früher. I was given a living fragment of a plant that was called Salvia divinorum. Wurde ihm ein lebendiges Beispiel einer Pflanze gegeben, die sich Salvia divinorum nannte. This is why I was working at Dow. Und das ist, was er daran gearbeitet hat. And I found out some time later that Albert Hofmann had received a living plant copy of the same plant while he's working at Sandoz. Und er hat später festgestellt, dass auch Albert Hofmann ein Musterbeispiel dieser Pflanze erhalten hat, als er bei Sandoz arbeitete. And I built out behind the Dow Chemical Company by the parking lot a little greenhouse. Und er hat hinter Dow Chemicals im Parkgelände ein kleines botanisches Gewächshaus aufgezogen.
And Albert built out behind Sandoz near the parking lot a small greenhouse also. Und auch Albert Hofmann hat bei Sandoz auf dem Parkplatz ein kleines Gewächshaus aufgebaut. And we both put cuttings of the plant in pots in the greenhouse, he in Switzerland and I in the United States. Und sie haben beide unabhängig voneinander diese Musterbeispiele der Pflanze eingepflanzt und sie dort aufgezogen in diesen Gewächshäusern. And we raised a quantity of leaves. He is basically oriented toward chromatography. I'm basically oriented toward spectroscopy. But we took the leaves and analyzed them. Und sie haben beide die Blätter analysiert. Er ist eher in Richtung Chromatographie und Albert Hofmann eher in Richtung Spektroskopie. Aber sie haben beide diese Blätter analysiert. And neither of us found anything of interest. Und keiner hat etwas Interessantes gefunden. Because we were told, both of us, we didn't know each other at that time. Sie haben sich zu dieser Zeit nicht gekannt. It was 10 years later we exchanged comments. We found we had both done almost identical things at the same time. Erst 10 Jahre später haben sie herausgefunden, dass sie im Prinzip die identische Arbeit ausgeführt haben. And even more than that, since we were told it's orally active, I consumed a large quantity of it orally. Und da es oral aktiv war, hat er eine große Quantität dessen verzehrt. And he consumed a large amount of it orally. Und auch Albert Hofmann hat eine große Quantität oral verzehrt. And we both got very sick and vomited. Und beides ist nur schlecht geworden, But no turn on. aber keine Rauschwirkung. No one told it you had to get it in the mouth and get it through the gums and sublingually. We were just told it's orally active. Niemand hat ihnen gesagt, dass es effektiv nur über die Mundschleimhaut aufgenommen wird und nicht über den Magen oder den Darm. And so we both assumed it was all fraud and we ignored the whole thing and went on with other things to do. Also haben sie beide angenommen, dass es sich dabei um einen Betrug oder einen Missbrauch handle und haben die Arbeit aufgegeben. Well, it turns out that the active material is only active through the mouth and absorbed. You chew up leaves, even numbers of leaves always, for a period of time, and you absorb through the buccal tissue of the mouth the active material. Und die aktive Substanz kann nur durch längeres Kauen der Blätter im Mund über die Mundschleimhaut aufgenommen werden. And it's not an alkaloid. We would have looked for the wrong thing. We assumed active materials in plants are alkaloids, and this is not an alkaloid. Und da es sich hier nicht um ein Alkaloid handelte, haben sie in der falschen Richtung gesucht. Sie haben nach Alkaloiden gesucht, die die aktiven Substanzen darstellen würden. But it was an interesting point in common that when I met Hofmann some 10 years later, I met him some 10 years later, we shared these interesting memories. Und als er Albert Hofmann 10 Jahre später getroffen hat, haben sie diese Geschichten ausgetauscht und gemerkt, dass sie genau den gleichen Fehler begangen haben. That comes to mind. Thank you for the question on Salvia divinorum. Okay, other questions? You've mentioned a few times now that you have friends within the DEA, particularly in the chemistry group, who have respect for your just publishing accurate information in the interest of public safety. Are there people in more political areas in the DEA who support harm reduction approach and would like people to have just good information on drugs that people are going to use, regardless of whether or not they're illegal? No. Gibt es auch, die Frage ist, ob es auch weitere Bekannten gibt von Sasha, die sich in politisch aktiveren Organisatoren als der Drogenbehörde aufhalten, die ebenfalls ein Interesse daran haben, dass eine schadensbegrenzende Aufklärung über psychedelische Substanzen gemacht wird. The word is no. Yes. Die Antwort ist nein. You mentioned that there is no communication now between anyone in the DEA and with me. It's their problem, but that is they have to live with that. And the higher echelon in the DEA is extraordinarily conservative and not friendly at all. Es gibt keine Bekanntschaft zu anderen Gruppierungen und auch bei der Drogenbehörde sind die oberen Etagen besetzt von extrem konservativen Personen. The term harm reduction is one of the most unpopular in the DEA. Der Begriff der Schadensreduzierung ist einer der unbeliebtesten bei der Drogenbehörde. And this sounds very strange to us. Und das kommt uns seltsam vor. Until you realize that the average person in the DEA Bis man sich bewusst wird, dass die durchschnittliche Person, die bei der Drogenbehörde der amerikanischen arbeitet, is not at all interested in whether the laws are good interessiert sich nicht dafür, ob die Gesetze gut sind. or whether psychedelics, for instance, are good drugs. Und interessieren sich auch nicht dafür, ob Psychedelika unter Umständen gute Drogen seien. And the fact that psychedelics are not addictive.
Und der Umstand, dass Psychedelika nicht abhängig machen können, these things do not interest them. ist nicht von Interesse für diese Personen. The only things that are important to DEA people are the laws. Das Einzige, das für diese Personen zählt, die bei dieser Drogenbehörde arbeiten, sind die Gesetze und wie sie geschrieben wurden. And catching people who break those laws. Und der einzige Zweck ist es, Leute zu fangen, die diese Gesetze brechen. So all the arguments in the world about harm reduction Also die ganze Diskussion auf der ganzen Welt betreffend Schadensreduzierung are of no interest to them, ist nicht von Interesse für die amerikanische Drogenbehörde, which is really a great shame. was wirklich eine große Schande ist. Yeah. I was wondering if either of you had ever encountered the use of smoked 5-MeO-DMT for therapeutic purposes, particularly relieving psychosomatic symptoms. Die Frage war, ob gerauchtes 5-Methoxy-DMT in therapeutischen Rahmen psychosomatische Beschwerden lindern kann. I haven't heard of that at all. It's very interesting. Sie haben noch nicht davon gehört, sei aber interessant. Yeah. For me personally, the first time I tried it, I had a cold, which disappeared the moment I inhaled and didn't come back. And then from that point on, I had some of it. And anytime I had a friend over who had a headache or a toothache, anything really. Als er dies geraucht hat, als er eine Erkältung hatte, war die Erkältung umgehend weg. Und wenn er Freunde bei sich hat, die Kopfschmerzen haben oder so, dann gibt er ihnen ein wenig DMT und die Kopfschmerzen gehen weg. Das sei aber nur seine Erfahrung. There's a strange thing about MDMA that I discovered. Es gibt einen komischen Umstand betreffend MDMA, den sie herausgefunden hat. When it was still legal and I was taking it, Als es immer noch legal war und sie es genommen hat. if I was beginning the symptoms of a cold, Wenn sie die Anfangssymptome einer Erkältung hatte, if I took MDMA within the first 12 hours, und da bei diesen Anzeichen innerhalb der ersten 12 Stunden MDMA genommen hat, the cold disappeared and did not return. hat sich die Erkältung verabschiedet und ist nicht zurückgekommen. So maybe we should get together and open a clinic of some sort. Sollten sich vielleicht treffen. Sollte diesen Erfahrungen eventuell austauschen können. Any other questions over here? Yeah. 4 days ago on his interview at the New York Times, Dr. Hofmann said that he didn't discover LSD, but the LSD wants to be discovered by him. I was wondering, what is the level of magic when you certainly are a very scientific person, but when you discover something new, what is magic and what is scientific and what is mystical versus part of a plan? Die Frage ist, er hat darauf angesprochen, dass im Interview mit Albert Hofmann in der New York Times hat Albert Hofmann ausgesagt, dass LSD habe ihn gesucht, er habe es nicht entdeckt und er hat jetzt gefragt, inwiefern Sasha bei seiner Arbeit diese Magie feststellen konnte. Yes, that's a very, very interesting question. Das ist eine sehr interessante Frage. I don't think anybody knows the answer to that one. Es gibt wahrscheinlich niemand, der die Antwort auf diese Frage kennt. But I suspect that especially psychedelic chemists Aber sie vermutet, dass insbesondere ein Chemiker, der sich mit psychedelischen Substanzen auseinandersetzt, would be aware of the fact that they are participating in a mutual discovery. Jeder Chemiker, der sich mit dem beschäftigt, wird sich oder sollte sich dessen bewusst sein, dass er sich hier in einem bewegenden Umfeld bewegt. And to illustrate this, Und um dies zu illustrieren, there is a theory that when the atomic bomb was discovered, und gibt es eine Theorie, die besagt, als die Atombombe entdeckt wurde oder erfunden wurde, the balance, the spiritual balance was kept.
die spirituelle Balance aus dem Gleichgewicht gebracht. By the beginning of psychedelic drug discoveries. Und wurde wieder zurück ins Gleichgewicht gebracht durch die Entdeckung von psychedelischen Substanzen. I like to think that that is true. Und sie denkt und ich möge denken, dass dies wahr ist. Welche Arten von Substanzen werden im neuen Buch beschrieben werden? What kind of substances? Also beta-carbolines or maybe opioids. As far as the chemicals in the new book, it'll be more of a psychedelic mess. No opioids or other things. Cactus. Cactus alkaloids, yes. Yeah. Also was die chemischen Substanzen im dritten Buch anbelangt, handelt es sich hier nicht um Opiate. And it's amazing how many psychedelics have emerged from the community at large over the last 2 decades. Es sei unglaublich, wie viele neue psychedelische Substanzen von der psychedelischen Gemeinschaft entdeckt worden sind über die letzten Jahrzehnte. I get a continuous flow of information from people around the world. Er bekommt einen kontinuierlichen Fluss von Informationen von Personen, die auf der ganzen Welt zu Hause sind. That would say, did you realize if you put a methyl group here instead of there, Die sagen, wenn man eine Methylgruppe hier anstatt hier anbringt, you have a psychedelic that is twice as active that it would otherwise be. Dann bekommt man ein Psychedelikum, das doppelt so aktiv ist als das vorhergehende. So I have a very delicate problem in making this information public. Er hat also die sehr delikate Aufgabe, diese Information der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Because I don't want to use the person's name because the person does not wish to be attached to this information. Weil er nicht der Name der Person anführen kann, die diese Information herausgefunden hat, weil die Person nicht wünscht, mit dieser Information in Verbindung gebracht zu werden. And yet, if I make it anonymous, it has no credibility. Aber wenn er es anonym veröffentlicht, dann hat es keine Glaubwürdigkeit. So really all I can do is go in the laboratory and make up the compound. Also das Einzige, was ihm übrig bleibt, ist ins Labor zu gehen und die Verbindung selbst herzustellen. And treat it as if it were a brand new compound with the same precaution I would treat any new compound. Und dies so zu behandeln, als wäre es eine eigene neue Verbindung von ihm, die er mit denselben Sicherheitsvorschriften und Vorkehrungen dann behandelt. And this is one of the beauties of being here. I've talked to 2 or 3 of these people who have been sources of information. Und das sei eine der schönen Dinge hier an diesem Kongress. Er konnte mit 2, 3 Personen sprechen, die Quellen dieser Informationen seien. And they have come up, introduced themselves and said, you have gotten my information. Und sie kamen auf ihn zu und haben ihn angesprochen und gesagt, er habe ihre Information bekommen. And I said, I have indeed. I thank you very much. May I use your name in the new index book as a source of information? Und er hat sie gefragt, ob er ihren Namen benutzen könne im neuen Buch, um sie als Quelle oder als Index anzugeben. And the response has always been very much the same. No. Und die Antwort war immer ein zögerliches, aber bestimmtes Nein. So I really don't know how to handle this information. I would love to have a anonymous page. I may send it all on to Arrowhead anonymously. Und er wünschte sich, er hätte einen Ort, um dies alles anonym aufführen zu können, wie zum Beispiel Arrowhead. I should add, though, in partial answer to that question, Sie möchte hinzufügen als eine Teilantwort auf diese Frage, that we now have 3 hillsides dass sie nun 3 Hügelzüge hätten, full of cacti, dass sie 3 Hügelzüge voll von Kaktus haben. large, small, medium sizes. Groß, klein, mittel. So I think there are going to be some things discovered in these cacti which will be published. Und sie geht davon aus, dass einiges entdeckt wird in diesen Kakteen, die sie im Moment am Züchten sind, das dann in diesem dritten Buch veröffentlicht wird. I got a very nice mailing from a person, he's a European person, but the mailing was from Argentina. Er hat einen sehr netten Brief bekommen von einer europäischen Person, also von Europa, aber von einer argentinischen Person. He said in the northwestern part of Argentina, he found several hills covered with a certain Trichoceros cactus that had not been analyzed. Es gäbe im Nordwesten von Argentinien einen bestimmten Kaktus, der noch nicht analysiert worden sei. And he sent me a powder that was the extract of that cactus. Und er hat ihm ein Pulver geschickt, das den Extrakt dieses Kaktus darstellt. And I looked at it by GCMS. Und er hat es durch Gaschromatographie angeschaut. And there were 7 major peaks, of which 6 I could immediately identify.
Und es gab 7 hauptsächliche Peaks, also Ausschläge, von denen er 6 unmittelbar identifizieren konnte. He said, I was totally in love with that part of Argentina and was thinking of buying 2,000 acres. Und er war so verliebt, dieser Bekannte, in diese Gegend von Argentinien, dass er sich überlegt hatte, dort 2000 Hektare zu kaufen. So I'd have a lifetime supply of this fantastic cactus. So, dass er eine lebenslange Versorgung von diesem fantastischen Kaktus habe. And interestingly, the major component of the cactus was N-methylmescaline. Und interessanterweise war die hauptaktive Komponente das N-Methylmescalin, which has never been assayed in man. Welches noch nie ausprobiert wurde in menschlichen Versuchssituationen. Mescaline is active and well known. Mescalin ist aktiv und bekannt. Dimethylmescaline has been tried in man, is not active. Dimethylmescalin wurde versucht in menschlichen Versuchsstudien und hat sich als nicht aktiv herausgestellt. But monomethyl has never been assayed. Aber Monomethylmescalin ist noch nie versucht worden. It would be an immediate target to make easily made, to make the compound and taste it. Es wäre also unmittelbar naheliegend, die Verbindung herzustellen und sie zu versuchen. Except, in my opinion, the second major compound present was mescaline. Aber auf der anderen Seite war die zweite hochwirksame Substanz in diesem Kaktus effektiv Mescalin. Which took a little bit of the impetus away from making the other compound and trying it out, but I would like to do it. Welches ein wenig die Motivation weggenommen hat, dieses Monomethylmescalin herzustellen, aber er würde immer noch sehr gerne sich damit beschäftigen. Someday I will. Eines Tages wird er es tun. Okay, more? Yeah, uh-huh. When you receive the money, the payment for Pihkal and Tihkal, is it when they go to the bookstore or when they get sold, or how does it work? Because there are some people that don't feel like paying $150 per book at some high-profit bookstores when you can, with invoicing systems, avoid paying at all, but nobody wants to take money from your pockets. Who loses from it? Is it the bookstore or you or... Er hat sich erkundigt, wie das sei mit dem Bezahlen der Bücher, dadurch, dass es auf Rechnung verschickt wurde, diese Bücher, ob es da nicht Missbrauch gegeben habe, dass Leute die Rechnung einfach nicht bezahlt haben, weil es sich offenbar doch um eher teure Bücher handelt. Well, we send the books out at about a little less than half the retail value. That's all the money we get for them. Right. Sie versenden die Bücher zu ungefähr halbem Preis, die sie im Handel erhältlich wären. And the difference is the profit to the bookstore. Und der Unterschied dazu ist der Profit, der Buchladen macht. But we found that by the time you sold about 2/3 of a printing, Aber sie haben herausgefunden, dass wenn sie ungefähr 2/3 einer Auflage verkauft haben, you recovered your money for the printing, and the rest of the sale will go toward the next printing. okay, dann sind die Kosten des Druckes gedeckt und der Rest der Einnahmen geht zugunsten einer neuen Auflage. For this reason, we've kept the price on both books as low as possible. Und aus diesem Grund haben sie versucht, den Buchpreis dieser beiden Bücher so tief wie möglich zu halten. Which refunds us our investment and allows a little bit of accumulation for a further printing. Welches ihnen ermöglicht, eine neue Auflage zu finanzieren und ein wenig neue Forschung zu betreiben. By the way, this is not a forbidden question. This is a legitimate business question. Es handelt sich hier um eine legitime Frage, inwiefern dass die Buchhandlungen da noch einen Profit daraus schlagen. Yeah, far. What's the recipe of your loving relationship? Was sei das Rezept für Ihre glückliche Beziehung? That's a serious question. Das ist eine ernste Frage. A commitment is the first thing. Zuwendung und eine Aufgabe. The second thing is never put your mate down. Das zweite sei, seinen Partner niemals hängen zu lassen. In public or in private. Sei es in öffentlichen oder in privaten Situationen. Have great respect for each other at all times. Sie haben sehr großen Respekt füreinander. And I speak from quite a lot of experience. Und sie spricht aus großer Erfahrung. Because I was married 3 times before I met him. Weil sie 3-mal verheiratet war, bevor sie ihn getroffen hat. Yeah, well, I don't know. That's not something to applaud.
Yeah, first of all comes love Zuerst kommt die Liebe natürlich And trust. and trust, und das yeah, Vertrauen and respect und der Respekt and commitment. und die Zuwendung, die gegenseitige Aufgabe füreinander. That's the best I can tell you. Yeah. Yeah. Have you got an official internet site so that you could put bits and pieces, even unfinished, over there, so that for the broad public would be available, just like that, or not? Have you got an internet site? Frage ist, gibt es eine Internetseite, wo diese... You mean a website? Yes, website. Other people have made websites for us. We don't have one. Andere Leute haben Internetseiten für sie aufgestellt, aber selber haben sie keine. I think the main argument against it is the time it would take. Das Hauptgegenargument sei der Zeitaufwand. I mean, you have to keep your website current, don't you? You should. Man muss die Webseite konstant updaten und auf dem neuesten Stand halten. That takes quite a lot of time. Dies braucht einiges an Zeit. But if you have a good argument why we should, you know. Just a direct contact to you, if you like it or not like it. So I sent an email to Sasha, so he had to reply. But if any standard questions are coming from anywhere, so that you could put it all on your website, and that is that. Okay. Die Frage, Any specific questions, people could contact you. Yeah. die Frage ist, ob es eine Möglichkeit gäbe, eine Internetseite mit einer FAQ, also häufig gestellte Fragen dort zu veröffentlichen. Other things which people you think would profit from knowing. Yeah, there is an answer to that. Es gibt eine Antwort darauf. Sasha has been writing a column called Ask Dr. Shulgin. Sasha hat eine Kolumne geschrieben, die sich nannte Frag Dr. Shulgin. CCLE. He's writing it for the Center for Cognitive Liberty and Ethics. Oh, that's it. Okay, CCLE. Schreibt diese für diese Zeitschrift CCLE. Who are a wonderful group of people. Welches wunderbare Leute sind. No, and unfortunately, he has become so busy. Und unglücklicherweise ist er aber mittlerweile so beschäftigt, that the answers have fallen behind. dass die Antworten zurückliegen in der Zeit. But that is exactly what you were talking about. Aber dabei handelt es sich explizit um das, was Sie angesprochen haben. The column answers usually one or two major questions. Die Kolumne beantwortet in der Regel ein bis zwei große Fragen. About what? Once a month or? About once a month, yes. Once a month. We have to catch up with it. About 200 questions a month. Und es sei ungefähr einmal im Monat, dass das gemacht würde. But 200 questions a month coming in takes a lot of time. Yeah. Aber es kommen 200 Fragen pro Monat kommen effektiv herein und das würde sehr viel Zeit brauchen, diese alle zu beantworten. And at our age, also, we have to parcel out our energy carefully, you know. Und auch in Ihrem Alter müssen Sie Ihre Energie einteilen. And if you want to write and finish a book, that's where your energy has to go. Und wenn man ein Buch schreiben will und es fertigstellen will, dann ist dies der Ort, wo die Energie eingesetzt werden muss. Yeah, gentleman in back, yeah? Yeah. Aside from moving to northwest Argentina or a beautiful place like Basel, Switzerland, do you have any hopeful thoughts for those of us still living in a puritanical regime in the United States? Also für diejenigen, die nicht nach Argentinien oder nach Basel auswandern, gibt es einen Plan oder gibt es eine Perspektive, ob sich die amerikanische Behörde die Einstellung ändern wird gegenüber diesem Thema? Yeah, join the societies, the organizations that are fighting for modification or repeal of the drug laws. Es gibt effektiv Einstellungsänderungen bei den Institutionen. If you send them your money and your thoughts and your energy, they will be more and more effective.
Es gibt Institutionen, die sich dafür einsetzen, dass die gegenwärtige Situation ein wenig aufgelockert wird. Wenn man ihnen Geld und ein neues Gedankengut schickt, dann kann dies auf fruchtbaren Boden fallen dort. Drug Alliance, Drug Policy Alliance. The Drug Policy Alliance. Es gibt die Allianz der Drogenpolitik. And the CCLE. Und die CCLE, die Zeitschrift, für die Sascha schreibt. These are two very, very good and effective organizations. Die seien zwei sehr gute und effektive Organisationen, um diesem Umstand Abhilfe zu schaffen. Although we probably will have to wait another 3 years before there's some hope in this area. Wir müssen wahrscheinlich noch 3 Jahre warten, bevor es Hoffnung gibt. Or three decades at the rate it's going. No, I'm an optimist. Sie ist ein Optimist. Sie denkt, 3 Jahre reichen. In front. Could either of you share an epiphany that you've had in your lifetime? Epiphanies, I think we probably had quite a few. Which particular ones are you interested in? Whichever one you'd like to share. Oh gosh, that's a difficult one. Yeah. If you have any epiphany, I can't even spell the word. Did you want to translate that? Gibt es eine Epiphanie, von der Sie erzählen wollen? Yeah, there are some, but I think I'm going to word them carefully and put them in the next book. Es gibt ein paar, aber Sie werden diese im nächsten Buch beschreiben und nicht hier. It's a heavy question. Yeah, right. It's a good one. Any on this side? Right, dead center. This is, yeah. Oh, thank you. In retrospect on your experience as researchers, what tips or do's and don'ts would you recommend or give to researchers which now start their career or are at the beginning? Also retrospektiv auf Ihre Forscherkarriere, welche Art von Hinweisen würden Sie jungen und aufstrebenden Forschern geben, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen wollen? First know the laws. Yeah, that's a very good thing to have in your mind is the exact wording of the federal and state law. Das Wichtigste, das man hier im Auge behalten muss, ist die jeweilige institutionelle Gesetzgebung des Landes, wo man sich aufhält. In the United States, they passed very quietly a subtle law called the Analog Drug Bill, the Federal Analog Drug Bill. In Amerika haben sie ganz heimlich ein Gesetz aufgestellt, das sich das homologe Drogengesetz nennt. And the bill defines an analog in an extremely ambiguous way. Und dieses Gesetzestext beschreibt eine analoge Substanz in einem extrem doppeldeutigen Sinn. It says that an analog is a material that is substantially similar to a scheduled drug. Es besagt, dass eine analoge Substanz eine Substanz ist, die substanziell einer verbotenen Substanz entspricht. And I know the meaning of substantially the same, and I know the meaning of similar. Und er kennt die Bedeutung von gleichwertig. But I don't know what substantially similar means. Aber er weiß nicht, was substanziell gleichwertig bedeuten soll. And very carefully, as with many aspects of vague law, they don't define the term substantially similar. Und wie oft bei vagen Gesetzgebungen wird dieser Term substanzielle Gleichheit oder substanzielle Ähnlichkeit nicht definiert. But they do say that if you sell or make available to a person a material that's substantially similar, aber das Gesetz sagt auch, dass wenn man einer Person eine Substanz zur Verfügung stellt, die substanziell ähnlich wäre, or you wish to induce an effect that is substantially similar to that of a oder scheduled man drug, wünscht, einen Effekt herbeizuführen, der substanziell ähnlich sei einer verbotenen Substanz, then you can be tried in court under the drug laws. dann kann man zu Gericht gerufen werden und unter dem Drogengesetz verurteilt werden. And this is a point in which they can interpret the meaning of substantially similar as they choose to in court. Ja. Und das bedeutet, dass sie den Begriff von substanziell gleichwertig von Fall zu Fall neu interpretieren können und erst im Gericht definieren müssen. When I was still doing expert witness testimony in the United States up to about 10 years ago, Als er immer noch Zeugenaussagen abnahm in den Vereinigten Staaten, ungefähr 10 Jahren,
I was asked by a lawyer to appear in a court down near Los Angeles where a person was being charged with a analog on the analog drug bill. Und wurde gebeten, auszusagen in einem Gerichtsprozess in Los Angeles, als eine Person angeklagt war unter diesem analogen Droggesetz. And I was asked by the prosecuting attorney, does this chemical have a structure that is substantially similar to that chemical? Und er wurde gefragt, ob diese Chemikalie eine Struktur hat, die substanziell ähnlich wäre zu der anderen verbotenen Substanz. And that chemical was a Schedule I drug, and this chemical had no legal standing at all. Und das eine war eine verbotene Substanz und das andere war eine Substanz, die gar keinen rechtlichen Status hatte. So I turned to the judge, who was an old man like me. Also hat er sich dem Richter zugewandt, der ein alter Mann war wie er. And I said, Your Honor, I don't understand the question. Und er sagte, Eure Ehren, ich verstehe die Frage nicht. And so the judge asked the prosecuting attorney, could you rephrase the question? Also hat der Richter dem Ankläger gesagt, können Sie die Frage neu formulieren? But he couldn't because he had to follow the letter of the law. Aber er konnte dies nicht, weil er diesen expliziten Term substanziell gleich anwenden musste, sonst wäre es nicht mehr unter dieses Drogengesetz gefallen. So he asked me another question. Does this material have an action that is substantially similar to this material? Also hat er ihm eine andere Frage gestellt, hat diese die Substanz, die keinen rechtlichen Status hat, einen Effekt, der eventuell substanziell gleich wäre der verbotenen Substanz? So I asked the judge, I don't understand the question. Sagte er dem Eure Ehren, ich verstehe die Frage nicht. And the judge asked the prosecutor, can you rephrase the question? Und der Richter fragte den Ankläger, können Sie die Frage neu formulieren? And he said, I can't because that's the wording of the law. Und er sagte, nein, das kann ich nicht, weil dies die Gesetzgebung ist. So I said, I can't answer the question, so goodbye, and I left the court. Also sagte er, ich kann die Frage nicht beantworten, schönen Tag, und ist von dannen gegangen. There's one more phrase. But I have to add one more thing. It ended on a very interesting, almost humorous, sad, humorous note. Aber es lief darauf hinauf, dass eine traurige Bemerkung gemacht wurde. When I was out, they brought in a forensic chemist from that area. Als er draußen war, brachten sie einen Forensiker rein. And in the voir dire, I don't know what voir dire is in German. Voir dire? Before a person becomes a witness, they ask him name, background, all information, nothing to do with a trial, but just background. Called voir dire in the United States. Also bei der Hintergrundbefragung der Person, die als To Zeuge see and to talk. To see, yeah. And during voir dire, she was asked, do you know the meaning of the term substantially similar? Und während dieser Hintergrundbefragung wurde sie gefragt, ob sie den Begriff substanziell ähnlich kenne. And she said, absolutely, yes. Und sie sagte, ja, auf jeden Fall. She said, all chemists know the term. Alle Chemiker kennen diesen Begriff. So, two things are substantially similar if they're over 50% identical. Zwei Dinge sind substanziell ähnlich, wenn sie mehr als 50% identisch sind. Okay, two things. Are these two things over 50% identical? Sind diese zwei Dinge mehr als 50% identisch? They're both made of paper, they're absolutely identical. Sind beides Papierprodukte. I think the last question. Ja. Orange first. Yes, I want to know how did you work with MDMA in psychotherapy when you work with? Die Frage ist, wie hat ein Shulgin mit MDMA in der Psychotherapie gearbeitet, als sie das noch konnte und es noch legal war? The best way to answer you is that I put as much as I could of the entire therapeutic process. Okay. Also die Antwort ist, sie hat so viel wie möglich dieses therapeutischen Prozesses. Particularly involving MDMA. Speziell denjenigen, der MDMA betrifft. Although other true psychedelics were also used. Obwohl auch andere wahre Psychedelika benutzt wurden. In the second book, Tihkal. Sie hat diesen zweiten Buch im Tihkal niedergeschrieben. Especially in the chapter called, I think it was The Intensive. Spezifisch im Kapitel, das sich The Intensive nennt. So the best way to answer you is beg, borrow or steal a copy. Also die beste Art, diese Frage zu beantworten, ist eine Empfehlung, dieses Buch auszuleihen, zu stehlen oder sich irgendwie so zu beschaffen. And you might get some answers to that. Dort können sich möglicherweise einige der Antworten befinden auf diese Frage.
I think it's lunchtime. If there are no more urgent questions, we should let you have lunch. Oh, there's an urgent question.